Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TU Braunschweig. Der Frühling soll zumindest laut Kalender nun bald starten und das Sommersemester hat schon gestartet und wir blicken zurück auf ein Wintersemester, das im Zeichen der Krise stand. Politisch waren wir gefordert, Energie einzusparen und wir mussten auch in Reaktion auf den Ukraine-Krieg sehr schnell uns Maßnahmen überlegen und auch umsetzen, mit denen wir dieses Ziel erreichen konnten. Das hatte zur Folge, dass wir enorme auch Einschränkungen erleben mussten. Forschungslabore wurden nur durch gekürzte Öffnungszeiten standen sie zur Verfügung. Studierende mussten sich beschränken in der Wahrnehmung ihrer Lernorte. Nun sind wir im Zeichen des Frühlings und wollen uns noch mal ganz besonders bedanken für die enorme Kraftleistung und Kraftanstrengung, die Sie alle unternommen haben, damit wir hier gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Wir haben in dieser Phase unheimlich viel Kreativität bewiesen. In den letzten Jahren haben wir sehr vorausschauend bereits Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt. Begonnen 2012 mit dem energieeffizienten Campus. Danach hatten wir die Energiebudgetierung 2014 eingeführt und haben eine ganze Reihe von Maßnahmen gefahren und umgesetzt, die mit Energiesparen zu tun hatten. Auf dieser Basis haben wir dann aufsetzen können, als wir jetzt in dieser Krise gewesen sind, nämlich um Daten zu erheben, die wir sehr aktuell auch hatten und einsetzen konnten, um halt auch gezielter noch einsparen zu können. Leider hat natürlich dieses Einsparpotenzial, was wir in den letzten Jahren schon gehoben haben, dazu geführt, dass wir unsere zusätzlichen Einsparerfolge nicht in dem Sinne umsetzen konnten, wie wir es gehabt hätten, hätten wir nämlich nichts getan in den letzten Jahren. Zur Erarbeitung der Einsparziele und der Maßnahmen haben wir ein Beratungsgremium gegründet, in dem die Studiendekaninnen, die Vertreterinnen der Statusgruppen der Hochschule und aber auch die Expertise unserer Energieberatung eingebunden waren, um Maßnahmen abzuleiten. Größere Aktivitäten haben wir dann jeweils mit den Hochschulgremien, im Wesentlichen mit dem Senat und dem Präsidium dann abgesprochen. Wenn man sich anschaut, was wir erreicht haben, kann man sagen, dass wir im Wärmebereich einen großartigen Erfolg hatten, weil wir die 20% Einsparziel, die wir uns vorgenommen hatten, erreicht haben im Durchschnitt des gesamten Winters. Und hier in der Grafik kann man gut sehen, den Vergleich zwischen dem Verbrauch im letzten Jahr und den wir dieses Jahr erreicht haben mit den enormen Einsparungen. Für den Strombereich haben wir gute 10% erreicht, also ein Stück weit weg von den 20%, die wir uns vorgenommen haben. Der Grund dafür ist einfach zu erklären, weil wir haben große Grundlasten aus unserer Infrastruktur, unserer großen technischen Infrastruktur und wir haben bereits in den letzten Jahren 15% Einsparungen realisieren können, die uns jetzt natürlich weitere Einsparungen besonders schwierig macht. Das heißt, wir müssen uns in Bezug auf Strom halt noch ganz besonders viele Maßnahmen einfallen lassen. Das wird nicht durch ambitioniertes Verhalten alleine in dem persönlichen und individuellen Verhalten erreicht werden können. Was bedeutet diese Energiekrise aber für unseren Haushalt? Unsere Einsparbemühungen reichen nicht aus, um die erhöhten Energiepreise zu kompensieren. Auch trotz des Deckels und anderer gesetzlicher Maßnahmen werden wir weiter finanzielle Belastungen in unserem Haushalt haben, sodass diese Energiekrise auch eine Energiekostenkrise für uns ist. Um diese Krise in den Griff zu bekommen, müssen wir jeden Monat weiter einsparen. Das bedeutet, wir müssen auf dem Niveau, in dem wir jetzt gerade sind, noch weiter in den Sommermonaten und weiteren Monaten einsparen, um einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten, dass der Haushalt nicht zu sehr belastet ist. Und um es noch mal auf den Punkt zu bekommen, die Kosten, die hier auf uns zukommen, sind größer als die Herausforderungen der globalen Minderausgabe für die TU Braunschweig. In der aktuellen Situation liegt daher der Fokus darauf, unsere Universität leistungsfähig zu halten. In der Forschung, in der Lehre und allen anderen Leistungsdimensionen und sie gemeinsam ganzheitlich weiterzuentwickeln. Das Land hat uns Kompensationen in Aussicht gestellt, aber noch nicht konkretisiert, wie hoch und in welcher Art und Weise wir diese Kompensationen erhalten werden. Sie können sicher sein, dass wir alles tun und auf allen politischen Ebenen mit der LHK, im TU9-Kreis, aber auch in der Hochschulrektorinnenkonferenz daran arbeiten, den Bedarf dieses Mehraufwands deutlich zu machen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass genau auch technische Universitäten besonderen Bedarf haben, hier Kompensationen zu erhalten. Technische Universitäten und besonders natürlich auch unsere Universität basieren auf einer energieintensiven Forschungsinfrastruktur. Und wir
entwickeln Lösungen für die globalen Herausforderungen. Daher werden wir nicht müde werden, unsere Politik immer wieder darauf hinzuweisen und hier die Konkretisierung der Kompensationen einzufordern. Bis die genauen Kompensationen des Landes geklärt sind, werden wir alle Einrichtungen der Universität mit den Mehrbelastungen konfrontieren müssen und zur Einsparung führen müssen. Das ist auch gemeinsamer Konsens mit den Dekaninnen und Dekanen, dass wir nämlich die gemeinsame Verantwortung auch gemeinsam tragen, um die Belastungen finanzieller Art für die Universität handhabbar zu machen. Die wichtigste Konsequenz aus dieser Krise ist, dass das Energiesparen weiter auf der Agenda bleibt. Das gilt jetzt, das gilt im Sommer, aber das gilt auch im nächsten Winter. Um es kurz zusammenzufassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen heute zu Ihnen, weil wir Ihnen Danke sagen möchten. Wir möchten danken für Ihr enormes Engagement. Wir möchten danken für die Mitarbeit an der Erstellung, Entwicklung und vor allem natürlich aber auch an der Umsetzung der vielen, vielen Maßnahmen. Wir möchten dafür danken, dass Sie die Einschränkungen in Kauf genommen haben, und wir möchten dafür danken, dass Sie weiterhin mit uns zusammenarbeiten werden, damit wir auch in Zukunft diese Krise und natürlich noch weitere Krisen gemeinsam bewältigen können. Wir waren gut vorbereitet, wir sind gut vorbereitet, und das können wir nur, weil wir uns auf Sie verlassen können und in dieser gemeinsamen Arbeit auch zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Haben Sie vielen Dank für Ihr persönliches Engagement, aber auch für das Engagement für unsere Universität und deren Weiterentwicklung, und ganz vielen Dank für Ihr Verständnis.